Hallo ihr Lieben! Heute geht es neben der Alkoholtropftechnik um die Negativtechnik und diese werde ich jetzt in mehreren Lagen anwenden. Wie, das seht ihr jetzt. Ich arbeite jetzt auf einem Papier, auf einem Aquarellkarton. Ich habe ihn noch nicht grundiert und das werde ich jetzt einfach mit Farbe und etwas Acrylbinder machen. Als Farbe habe ich hier zwei Neonfarben, ein Neonorange, ein Neonpink, ein Rosa und ein Krapprot. Die Farben trage ich mit einer Plastikkarte auf. Ihr könnt auch einen Spachtel nehmen. Dazu gebe ich noch etwas Acrylbinder. Sieht ein bisschen aus wie eine Gebirgslandschaft. Ein klein wenig grüne Komplementärfarbe dazu und alles gut trocknen. Nun mische ich mir aus Weiß und etwas Neonorange eine Farbe für meine Alkoholtropftechnik. Das Papier sprühe ich ein wenig mit Wasser ein und dann trage ich die Farbe auf. Sie sollte ziemlich feucht sein. Ich nehme, glaube ich, besser einen größeren Pinsel. Die Alkoholtropftechnik funktioniert mit weißem Pigment etwas schlechter. Ich muss darauf achten, dass die Schicht nicht zu dick aufgetragen ist und dass sie auch ausreichend feucht ist. Durch den Alkohol entstehen die schon bekannten Tropfspuren. Die Oberfläche ist noch ziemlich nass, es glänzt noch ein wenig und ich verpuste nun mit einem kalten Föhn, das heißt mit kalter Luft, diese Spuren, diese feuchten Spuren über das Blatt. Anschließend tupfe ich die Restfeuchtigkeit mit einem Papiertuch ab. Dann alles gut trocknen. Dieses Zwischenstadium schütze ich jetzt mit einer Schicht Acrylbinder. Alles anschließend gut trocknen.
So sehen die Strukturen jetzt aus. Kleine Tropfen, große Tropfen, Schlieren, die etwas durchschimmernden Neonfarben. Total interessant. Und jetzt beginne ich mit der Negativtechnik. Wieder Weiß mit Neonorange mischen und schon kann es losgehen. Hier seht ihr mal aus der Nähe, wie ich das mache. Und ich muss die weiße Schicht nach dem Trocknen ein- oder zweimal noch wiederholen, damit alles etwas deckender wird. So, jetzt werde ich alles trocknen und jetzt entscheide ich mich, soll ich das so lassen? Das ist durchaus möglich. Ich möchte euch aber zeigen, dass man die Negativtechnik auch noch weiter anwenden kann. Ihr seht gleich, wie ich das meine. Ich habe mich entschlossen, eine Lavierung aus mit Wasser verdünntem transparenten Olivgrün darüber zu legen. Und dort, wo die roten Formen darunter sind, tupfe ich jetzt die feuchte Farbe wieder weg, damit das Rot etwas hervorkommt. Und auch dort, wo das Grün mir zu viel ist, tupfe ich es etwas weg. Wie ihr wisst, trocknen zwischendurch. Hier mein zweites Zwischenergebnis. Aber hier bin ich jetzt wirklich noch nicht zufrieden. Ich möchte in den Zwischenräumen, also im Negativraum, noch andere Farben sehen. Aus Neonpink und Weiß eine weitere Farbe für die Negativmalerei und diese bringe ich jetzt so an, dass ein bisschen von dem Grün rund um alle Formen stehen bleibt. Das ist auch gerade ein schönes Stadium, wo das Neon Pink außenrum ist und in der Mitte das Grün noch. So könnte man auch Stopp machen. Ich mache aber noch weiter. Ich lege noch eine weitere Schicht auf die Negativräume. Hier einmal mit etwas hellerer Farbe. Und auch hier achte ich darauf, dass die hellere Schicht immer noch ein bisschen von der darunterliegenden am Rand frei lässt.
Hier könnt ihr nochmal gut erkennen, dass ich den Negativraum stufenartig mit mehreren Farbnuancen übermalt habe. Jetzt noch ein paar kleine Highlights dazu und dann machen wir einen Schwenk auf das gesamte Bild. Ich kann mir gut vorstellen, das auf einem großen Keilrahmen zu machen, in größeren Formaten mit unterschiedlich großen Formen, vielleicht auch mit anderen Farben. Mal sehen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Seid ihr wieder mit dabei beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.